Jeden Tag heben in China mehr als 15.000 Flüge ab, quer durchs Land und hinaus in die Welt. Ein riesiges Netzwerk, das auch Städte innerhalb Chinas verbindet, die tausende Kilometer voneinander entfernt liegen. Denn China ist wirklich gewaltig groß und genau deshalb lohnt sich hier etwas, das man sonst eher von Langstrecken kennt. First Class auf einem Inlandsflug. Heute fliegen wir mit Air China von Peking nach Shenzhen. 3,5 Stunden und das in der First Class. Schauen wir mal, ob sich das lohnen kann. Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Morgen aus Peking. Peking, die Hauptstadt von China. Ja, wann waren denn hier doch mal die Olympischen Spiele? Olympischen Winterspiele? Nee, warte mal. Auf jeden Fall waren hier irgendwie, als ich kleiner war, Olympische Spiele Beijing. Daran erinnere ich mich immer so, an Peking halt. Und ich bin jetzt tatsächlich mal hier gewesen, in Peking. Wir sind übrigens in Peking, so haben wir jetzt genug gesagt. Es ist ziemlich früh morgens, aber richtig geiles Wetter. Schaut mal raus. Warte mal, hier, zack, Guck mal hier, das ist direkt der Flughafen. Ich bin nämlich PEK, Peking International. International geht's heute aber gar nicht, sondern nur National. Wir fliegen nämlich Air China First Class von Peking nach Shenzhen, 3,5 Stunden. Und das ist ziemlich einzigartig, weil es ist eine 777, eine richtige First Class, die sonst auch Langstrecke nach Frankfurt, ich glaube sogar nach München, nach London, nach Paris, mit Air China nach Zürich fliegt, irgendwie um die Welt. Und die setzen diese Flugzeuge auch innerhalb Chinas ein, von Shanghai nach Peking oder auch Peking nach Shenzhen. Oder auch Guangzhou kannst du, glaube ich, auch fliegen. Und das ist, sofern ich weiß, recht einzigartig weltweit. Klar, in der USA gibt es auch so ein paar Angebote von Delta, aber so eine First Class in der USA ist jetzt, würde ich mal sagen, nicht unbedingt vergleichbar mit einer First Class von Air China, Emirates, Lufthansa oder was auch immer. Würde ich mal schätzen, kann ich aber auch nur von Fotos und vom Hörensagen sagen, weil selber geflogen in den USA bin ich noch nie. Naja, wie auch immer, wir müssen jetzt erstmal los. Ein Shuttle wartet unten, die fahren hier alle 15 Minuten zum Flughafen und da geht's jetzt hin und dann sehen wir uns da gleich wieder. Ich freue mich auf nach Shenzhen. Während sich die Fliegerei immer weiterentwickelt, neue Kabinenausstattung, neue Flugzeuge, um das Fliegen immer so ein bisschen neu zu definieren, passiert gerade das Gleiche mit unserem Geld. Und genau hier kommt mein heutiger Partner ins Spiel und das ist D-Block. D-Block ist nämlich die erste Neobank und jetzt wird's interessant mit integrierter Krypto-Wallet. Ich habe ja schon oft angepriesen, dass wenn man ein bisschen Geld über hat, ist es immer gut, sich frühzeitig auch mit Investieren zu beschäftigen, sich mit der Finanzwelt auseinanderzusetzen. Wo bekomme ich vielleicht noch mehr für mein Geld? Wo bin ich auch eventuell, was die Zukunft angeht, gut dabei? Und all diese Dinge werden auf D-Block so ein bisschen vereint. Es gibt 4% Zinsen auf euer Geld ohne Obergrenze und das Besondere ist, diese Zinsen werden jeden Tag ausbezahlt und nicht einmal im Monat oder einmal im Jahr. Das heißt, man merkt richtig, dass man quasi was zurückbekommt und du kannst das Ganze natürlich genauso wie dein Girokonto auch ganz normal im Alltag nutzen, Gehalt drauf bekommen, Miete zahlen, einkaufen gehen. Alles wie immer, nur dass dein Geld halt nebenbei noch ein bisschen mitarbeitet. Was auch ganz nice ist, du kannst nach Aktivierung deines Kontos bis zu 500 € Bonus bekommen, also auf dein Konto drauf, bekommst auf Käufe, die du tätigst, Cashback von bis zu 1% und kannst dir auch über dein D-Block-Konto deine eigenen Visa-Karten, also Kreditkarten, individualisieren, die du dann logischerweise überall auf der Welt verwenden kannst. Kommen wir noch zum Krypto-Part und der Crypto-Wallet ist natürlich kein Muss, aber alle, die sich mit Krypto auseinandersetzen, ihr könnt Coins empfangen, ihr könnt Coins senden, alles in Echtzeit und ihr besitzt die Coins natürlich dann dank der Crypto-Wallet. Wer sich jetzt noch Sorgen macht, Thema Sicherheit, ist mein Geld da auch sicher. Das Ganze wird reguliert von der französischen Finanzaufsicht und der Banque de France. Also wenn ihr mit eurem Konto gerade ein bisschen unzufrieden seid, checkt auf jeden Fall D-Block mal ab. Erster Link in der Videobeschreibung. Nehmt die Zinsen mit und wir sehen uns jetzt wieder in China. Und da sind wir auch schon im Shuttle und am Flughafen. Terminal 3. Ich bin jetzt mal gespannt, was mich hier erwartet, ob sich das lohnt. So, willkommen am Flughafen. Sieht ungefähr so aus wie der Bahnhof vorgestern. Also Flughäfen und Bahnhöfe in China sehen recht ähnlich aus. Das ist ganz lustig. Zumindest die Bahnhöfe, die ich bis jetzt gesehen habe. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier hin muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, jetzt bin ich hier oben bei den Departures angekommen und suche jetzt mal einen Air China First Class Schalter. Ich weiß gar nicht, ob es den auf nationaler Ebene überhaupt gibt, aber bestimmt. Einige Flüge auf jeden Fall, die hier losgehen von Peking. Und 80% davon auf jeden Fall Air China. Ich bin echt mal gespannt heute auf den Flug, muss ich wirklich sagen. So Leute, holen wir mal meine Boardingkarte ab. Air China First Business Class Check-in. Ich glaube, ich könnte auch da hinten hin, aber keine Ahnung. Hello. I just want to get my boarding pass, please. Shenzhen. Okay, so there's a lounge. Okay, thank you, bye. Also beim Vordrängeln finden die Chinesen auch nichts. Haben sich jetzt eigentlich schon 2 hier vorgedrängelt. Das ist ganz normal. Dafür gibt es hier so einen extra First Class Check-in, aber der ist auch ziemlich voll. Also das war jetzt wirklich ein bisschen stressig und auch viele übelst unfreundlich. Also einfach vorgedrängelt. Bestimmt 4 Leute haben sich einfach stumpf vor mich vorgedrängelt. Ich weiß nicht warum. Naja, ich habe es jetzt auf jeden Fall geschafft und schaut mal hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit meinem nationalen Flug da reinkomme. First Class Lounge, ja müsste ja eigentlich, ne?
Schauen wir mal. Und dann muss ich auch noch was erzählen, was mir gestern passiert ist, ey. Ich bin eigentlich aufgeschmissen. So Leute, was geht? Ich bin jetzt hier in einer Lounge. Gibt hier auch direkt erstmal einen kleinen Cappuccino. Ja, also ich muss sagen, das haut mich jetzt hier nicht vom Hocker. Ist auf jeden Fall okay. Ist jetzt aber nicht vergleichbar mit zum Beispiel einer Lufthansa First Class Lounge oder auch anderen First Class Lounges, die ich auf der Welt schon gesehen habe. Liegt aber auch eventuell daran, dass ich hier am nationalen Flugsteig bin. Aber trotzdem super Service. Ich werde jetzt gleich, mir wird Bescheid gesagt, wenn ich zum Boarding muss, weil ich muss auch noch ein bisschen so einen Zug nehmen zu meinem Gate. Und wir schauen uns mal kurz einmal hier um. Und was ich gerade noch erzählen wollte, ich habe ja immer, wenn ich reise, 2 Kreditkarten dabei. Falls eine verloren geht, habe ich noch eine zweite. Und in vielen asiatischen Ländern ist es ja so, dass wenn man die Karte in den Automat steckt, kommt erst das Geld raus und dann die Karte. Und nicht so wie zum Beispiel in Deutschland, erst dann wieder die Karte und dann das Geld. Und ich habe auf diesem Weg, weil ich im Unterbewusstsein das anders verknüpft habe und gestern total im Stress war, nachdem ich vor 3 Tagen meine erste Karte verloren habe, im Automaten einfach gestern auch noch meine zweite Kreditkarte verloren. Ich bin so dumm, weil ich war voll übermüdet. Ich musste so ein Taxi bezahlen und ich habe dann schnell im ATM wieder Geld geholt. Seitdem habe ich einfach keine Kreditkarten mehr und eigentlich auch, ja, mal gucken, wie es weitergeht. Naja, irgendeine Lösung werde ich schon finden. Bin halt noch 6 Tage hier. Jetzt erstmal was essen. So, schaut mal, hier hinten gibt es ein paar Sachen. Kaffeemaschine. Ja. Hier so ein paar Snacks. Was ganz geil ist, Leute, schaut mal hier. Die haben ja auch so ein paar Modellflugzeuge aufgestellt. Ich will die Leute jetzt hier nicht nerven, hinter mir sitzt einer. Bisschen Historie. Und hier gibt es dann ein bisschen Obst. Du kannst natürlich auch Wein trinken. Damit kann ich dann schon mehr anfangen. Croissants. Und hier ist auch eine Live-Cooking-Station mit so Nudeln und so. Aber das muss ich mir zum Frühstück jetzt hier noch nicht reinpfeifen. Ah, hier haben wir noch Kuchen. Oh, lecker. Und ich bin angekommen am Gate, oder zumindest fast, und schaut mal da. Das ist mein Flugzeug. Sieht recht neu aus, würde ich sogar sagen. Air China. Erstes Mal in meinem Leben mit einer chinesischen Fluggesellschaft generell. Und ich muss auch sagen, ich finde designtechnisch die Dinger irgendwie echt nice. Die haben richtig... Also die sehen cool aus, wie aus so einem Film, mit den chinesischen Zeichen da drauf. Ja, bin mal gespannt, wie es wird. Ich habe euch noch gar nicht gesagt, was ich bezahlt habe. Also natürlich für einen Inlandsflug bodenlos viel. 1180 € umgerechnet. Flug geht 3 Stunden 30. Ja, ist natürlich schon teuer. Dafür halt meine First Class Experience mit Air China. Ich habe natürlich auch mal geguckt, ob ich mit Air China zum Beispiel von Frankfurt aus nach Peking fliegen kann oder nach Shanghai. Das geht. Hätte mich in der Business Class aber auch schon unfassbar viel Geld gekostet. Und in der First Class lag das Ticket, glaube ich, bei 13.000 €. Auch wegen der aktuellen Lage halt, ne? Aber das habe ich ganz schnell wieder verworfen, den Plan. Eingecheckt. Gehen wir mal rein. Geht auf jeden Fall ziemlich flott hier alles. Keine lange Schlange. First Class, Business Class. Okay, thank you. I'm gonna do it. Okay. Thank you. Careful, you have. Yes. Sind ja freundlich hier. Super geil. Sieht spannend aus. Thank you. It's black coffee. Okay. Careful, so hot. So what? Okay. Yes. This our menu. I have this. Is beef. So Leute, wir sind mittlerweile gut hier angekommen auf meinem Sitzplatz. Ja, genauso habe ich es mir vorgestellt. Kabine ist jetzt nicht die neueste, aber trotzdem natürlich super. Und genauso fliegt man mit Air China teilweise auf ganze Strecken nach Europa oder in die ganze Welt. Das ist eine richtige First Class. Ich habe jetzt hier erstmal ein Käffchen bekommen. Super cool, super nett, auch tolles Englisch. Und O-Saft gab es auch noch dazu. Und ich bin mal gespannt. Es gibt natürlich auch was zu essen. Wir fliegen halt nur 3,5 Stunden. Ich würde auch mal interessieren, wie die Business Class aussieht. So, jetzt gleich. Oh, sorry. Sorry? I will finish 2 minutes. Okay. Jetzt gleich heben wir ab und dann bin ich mal gespannt auf Shenzhen. Die Tech-Stadt Number 1.
wir werfen direkt mal einen Blick aufs Menü. Übrigens, sorry, dass der Ton nicht immer so perfekt war. Ich weiß auch nicht, habe ich ein bisschen reingekackt. Das kann sich soweit sehen lassen, finde ich. Einen kleinen Appetizer. Wobei, der war, glaube ich, beim Hauptgang dabei. Gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten. Beef Brisket. Ich habe mich für das Sichuan Cantonese Chicken entschieden. Oder auch Beef Noodles. Die sind auch immer lecker. Habe ich gerne gegessen in China. Dazu dann Sticky Rice, einen Pea Cake Dessert. Dazu gleich noch mehr und ein paar Früchte. Ist für einen First-Class-Flug jetzt nichts Besonderes, aber wir fliegen halt auch nicht weit. Dann wurde auch schon mein Platz eingedeckt. Also wirklich alles wie immer, auch in jeder anderen First-Class, die ich geflogen bin. Das war schon echt gutes Level und super Service. Ich war auch der einzige Passagier in der First-Class. Die eine Stewardess hat mich echt immer angegrinst wie so ein Honigkuchenpferd. Ich habe mich auch ein bisschen beobachtet gefühlt. Und dann ging es los mit dem Essen. Ja, schauen wir mal rein. So Leute, Mittagessen ist da. Sieht doch super aus, oder? Ich habe mich ja für das Chicken entschieden mit Steamed Rice. Dazu als Nachtisch ein paar Früchte. Hier noch so andere Beilagen, keine Ahnung, was das ist. Das hier finde ich sehr interessant. Einfach Wackelpudding mit einer Ente drin. Also das ist ja halt keine richtige Ente, also logischerweise. Ja, bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ich habe gerade schon probiert. Achso, hier kam noch so ein bisschen Garlic Bread. Auch sehr lecker. Ich muss wirklich sagen, die Crew ist so nice, super nett. Chicken ist auch optimal, sehr lecker. Hier wird sogar auch normales, Entschuldigung, mit vollem Mund isst man nicht, egal. Hier wird auch normales Besteck mitgeliefert, aber ich habe es ja mittlerweile drauf. Essen auf jeden Fall top. Und für so einen kurzen Flug, was will man denn mehr? Ist ähnlich wie hier der Turkish Airlines Business Class Flug, mein letzter, von Deutschland nach Istanbul. Der ging ja auch so 3 Stunden. Da gab es ja auch tolles Essen. Schon cool. So, bis gleich. Dann habe ich mich noch dem Nachtisch gewidmet. Hier gab es ja den Wackelpudding mit der Ente. Hat irgendwie total komisch geschmeckt. Keine Ahnung, was da in der Ente drin war. So teigig, aber da fehlte einfach Zucker. Also ein gutes Dessert geht für mich anders. Aber jetzt schauen wir uns erstmal die Toilette an. So, kurzer Toilettencheck. Also ich würde sagen, man hat auf jeden Fall genug Platz. Aber ich habe auch schon spannendere Toiletten in der 777 First Class irgendwo gesehen. Ja, das ist echt immer stumpf, wie ich Toiletten bewerte in Flugzeugen. Seife ist nur leider leer. Das geht doch nicht. Wobei, kannst auch die nehmen. Dann konnte ich mich noch ein bisschen hinlegen. Auf einem richtigen Langstreckenflug bekommst du dann natürlich auch ein Bett gemacht. Deutsche Filme gab es gar nicht. Ich habe gesucht, aber keinen einzigen gefunden. Warum auch? Und hier seht ihr dann nochmal einen Blick in die Business Class, die auch echt gut aussieht. Bin ich tatsächlich in China auch noch geflogen, allerdings nicht mit Air China. Und dann hieß es Landeanflug auf Shenzhen. Irgendwie sehen die Wolken in China anders aus, oder? Ja Leute, und da seht ihr mich von zu Hause aus. Ich bin ja mittlerweile wieder zurück aus China. Ich habe irgendwie kein Ende aufgenommen. Aber so viel gibt es auch gar nicht zu sagen. Also ich würde euch auf jeden Fall nicht empfehlen, 1200 € auszugeben für so einen Flug. Dafür lohnt es sich einfach nicht, zumal wirklich richtig tolle Business Classes durch ganz China fliegen. Und da habe ich einmal für 190 € gebucht, von Shenzhen nach Shanghai. Das war auch top. Blende ich euch hier mal ein, da wird es leider kein Video zu geben. Aber sonst ist es vermutlich die günstigste Option, wenn man jetzt einfach mit Geld einen Flug buchen möchte, einen First-Class-Flug, mal First-Class zu fliegen. Und das Produkt an sich ist schon cool, aber an sich ist es zu teuer. Also vergleichsweise finde ich es, also knapp 1200 € dafür macht irgendwie nicht so Sinn preislich. Und auch vorneweg, die Lounge und so, das war jetzt nicht First-Class-Niveau, würde ich mal sagen, aber im Flugzeug war es schon sehr gut. Serviceklasse, Essen war auch super lecker. Also ich habe gerade das Video hier bearbeitet und dachte mir, boah, das jetzt nochmal essen, das war traumhaft leckeres Essen. Ich würde auch fast sagen, mit das beste Essen, was ich in China hatte, im Flugzeug. Ja, Shenzhen war auch super interessant. Da kommen 2 Videos von, oder mal gucken, ich denke 2. Deswegen abonniert den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und checkt D-Block aus. Ja, das war's eigentlich schon. Video ist jetzt nicht so lang geworden, aber war halt auch kein langer Flug. Zurück bin ich übrigens mit Finnair geflogen. Finnair hat eine neue Business Class, auch recht spannend. Da gibt es dann auch noch ein Video zu. Abonniert den Kanal. So viele haben den nicht abonniert hier, wenn ich die Statistiken sehe. Da kriege ich immer zu viel. Nee, Spaß. Haut rein, Leute. Ciao.